Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Ehrhardt Straßenpanzerwagens Modell 1917 von Copper State Models im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um einen brandneuen Bausatz, auf den viele Modellbauer schon sehnsüchtig gewartet haben. Das Fahrzeug gab es nämlich bisher nur aus Resin und da auch in eher mittelmäßiger Qualität. Da ist hier der Plastikbausatz natürlich schon eine deutliche Aufwertung. In den letzten Jahren sind einige tolle Bausätze zum Themenbereich Erster Weltkrieg auf den Markt gekommen. Allerdings lag da der Schwerpunkt klar auf britischen und auch russischen Fahrzeugen. Deutsche Fahrzeuge werden dagegen nach wie vor stark vernachlässigt, obwohl es da auch eine Unmenge an interessanten Sachen gab, die für viele Modellbauer mit Sicherheit spannend wären. Immerhin gibt es jetzt den Ehrhardt Panzerwagen, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Copper State Models hat bereits einige schöne Panzerautos aus dieser Zeit herausgebracht, die eigentlich alle ein Erfolg auf ganzer Linie waren. Und da ist es ja nur konsequent, dass eben dann noch mehr so Bausätze von Copper State Models auf den Markt kommen. Den K&K Romfell habe ich ja schon mal vor einiger Zeit vorgestellt und auch schon gebaut. Des Weiteren habe ich noch den belgischen Minerva im Lager. Neulich ist dann eben der Ehrhardt dazugekommen. Und der italienische Lancia 1ZM Panzerwagen, der würde mir auch noch gefallen. Mal sehen, ob ich mir den noch zulege. Bevor wir uns den Bausatz näher anschauen, noch ein paar Worte zum Original. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kriegsparteien hatte das Deutsche Kaiserreich zu Beginn des Ersten Weltkrieges praktisch keine Panzerwagen im Dienst. Man merkte dann aber sehr bald während des Vormarsches in Belgien, wie effektiv die Minerva-Panzerwagen der Belgier waren in gewissen Situationen. Und so wurden im Jahr 1915 die Firmen Ehrhardt, Büssing und Daimler mit der Entwicklung eines Panzerwagens beauftragt. Der Entwurf von Ehrhardt setzte sich gegenüber der Konkurrenz durch und 13 Stück wurden im Lauf des Jahres 1915 gefertigt und an die Truppe geliefert. Interessant ist dabei, dass, anders als bei den meisten anderen Panzerwagen dieser Zeit, nicht einfach ein gewöhnliches Pkw- oder Lkw-Fahrgestell als Basis benutzt wurde, sondern ein eigens für militärische Zwecke entwickeltes Fahrgestell mit Allradantrieb Verwendung fand. Im Jahr 1917 wollte die deutsche Armeeführung weitere Panzerwagenzüge aufstellen, daher wurden weitere 20 Ehrhardt Panzerwagen bestellt. Diese unterschieden sich in einigen Punkten von der vorherigen Serie. Zum Beispiel wurde etwas Gewicht gespart, der Unterbodenschutz wurde verbessert und der Turm war auch drehbar. Zur Unterscheidung wurden diese Fahrzeuge als Modell 1917 bezeichnet. Der vorliegende Bausatz stellt genau so eine Ausführung dar. Naturgemäß waren die Kriegsschauplätze an der Westfront und in Italien für den Einsatz solcher Panzerwagen nicht geeignet. An der Ostfront dagegen, wo der Stellungskrieg nicht ganz so ausgeprägt war, konnte der Ehrhardt einiges ausrichten. Dazu gehört zum Beispiel die Operation Faustschlag im Frühjahr 1918, in deren Zuge das von der Revolution geschüttelte Russland in nur 11 Tagen völlig überrannt wurde und das gesamte Baltikum, die gesamte Ukraine sowie Teile von Russland von den Truppen der Mittelmächte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges besetzt gehalten wurden. Soviel zum Thema, wie schnell oder auch langsam man ein Land wie die Ukraine besetzen kann. 1918 ging es zu Fuß, zu Pferd, mit Dampflokomotiven und eben mit einigen Ehrhardt-Panzerwagen. In den folgenden Monaten taten die Panzerwagen bei den Besatzungstruppen im Osten ihren Dienst. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden die übrigen Fahrzeuge auch bei diversen Kämpfen im Zuge der Deutschen Revolution und bei Grenzkämpfen mit polnischen Milizen eingesetzt. Am bekanntesten dürften wohl die Fotos sein, die im Zuge des sogenannten Spartakusaufstandes im Januar 1919 in Berlin entstanden sind. Bei den Straßenkämpfen setzten die Freikorps, die auf der Seite der Regierung standen, eine wilde Mischung an gepanzerten Fahrzeugen ein, darunter auch solche Ehrhardt-Panzerwagen. Soviel zum Original, schauen wir jetzt mal rein in die Schachtel. Der Karton ist relativ klein, hätte ich gar nicht so erwartet, nachdem der Panzerwagen doch relativ groß ist.
Ja, dann nehmen wir hier den Deckel ab und finden dann hier nochmal einen sehr stabilen Karton. Das kennen wir auch so ähnlich von ICM. Finde ich super, weil das halt einfach den Inhalt wirklich sehr gut schützt. Dann haben wir hier die Bauanleitung und die Spritzlinge sind meistens zu mehrt hier eingepackt. Ja, das ist vernünftig. Also ich denke, hier sollte es zu keinen Schäden kommen beim Versand oder bei der Lagerung. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung näher an. Da gefällt mir wie bei Copper State üblich die Aufmachung sehr gut. So ein bisschen auf alt gemacht das Ganze. Das hat doch ziemlich viel Charme. Der Straßenpanzerwagen Erhard M 1917 mit Genehmigung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums herausgegeben. Also das ist doch ganz cool. Die Bauanleitung ist komplett auf Englisch. Hier haben wir ein bisschen Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug und auch ein paar Vorbildfotos. Also da können sich andere Hersteller auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Dann hier der Übersichtsplan mit allen enthaltenen Bauteilen, Zeichenerklärungen und eine Farbtabelle, die benennt die Farben nur, macht aber sonst keine weiteren Angaben zu irgendwelchen Farbsortimenten von irgendwelchen Herstellern. Damit kann man aber arbeiten. Ja, und dann geht hier der Zusammenbau los. Wir fangen mit dem Fahrzeugrahmen an, Blattfedern und so weiter. Da finde ich schön, dass Copper State Models die Bauteile, die immer neu dazukommen, eben blau unterlegt. Ich finde, das trägt viel zur Übersichtlichkeit bei. Ja, nachdem das Fahrzeug Allradantrieb hat, kommen auch diverse Differentiale und Antriebswellen hier rein. Was auffällt, es liegt kein kompletter Motor bei. Das ist doch ein bisschen auffällig. Beim Romfell-Panzerwagen zum Beispiel, da war ein kompletter Motor dabei. Konnte man dann auch entsprechend alles offen darstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Minerva ist, aber ja, ist ein bisschen schade. Ich denke, so ein Fahrzeug, ja, da würde es durchaus Sinn ergeben, dann den kompletten Motor auch beizulegen. Also das ist schon mal so ein kleines Defizit gegenüber den früheren Bausätzen von Copper State Models. Ja, dann haben wir hier noch diverse Vorbereitungen zu treffen, je nach Version, die wir bauen möchten. Das ist hier der gepanzerte Aufbau. Wenn man die ganzen Seeklappen offen darstellen möchte, dann muss man hier eben ein paar so Rippen entfernen und ja, je nach Variante eben auch noch ein paar Löcher bohren. Jetzt nichts Weltbewegendes. Ja, dann hier der Fahrerstand. Relativ einfach, aber ich bin mir sicher, bei diesen alten Fahrzeugen war es auch so. Ja, dann hier der Aufbau. Finde ich gut, dass hier das in relativ wenig Bauteile zerlegt ist. Das vereinfacht die Montage auf jeden Fall und man hat auch weniger Ärger mit irgendwelchen Passproblemen. Wenn man sich jetzt vorstellt, bei anderen Herstellern wie Mini-Art zum Beispiel, da wäre jetzt hier wahrscheinlich jede Platte irgendwie ein Einzelteil. Ja, immer wieder gibt es auch noch zusätzliche Abbildungen, die das eben noch ein bisschen besser verdeutlichen. Ja, hier dann Motorhaube, kann man hier ein paar Luken offen darstellen, aber wie gesagt, es liegt ja leider kein Motor bei. Das ist schade, da kann vielleicht der Zurüstmarkt noch ein bisschen nachhelfen. Ja, dann hier das Maschinengewehr wird zusammengebaut. Ja, die kann man positionieren, wie man möchte. Die waren ja mehr oder weniger variabel, aus welcher Schießscharte die da eben rausgezeigt haben. Schön auch, es werden hier immer wieder ein paar erklärende Worte noch eingefügt. Zum einen eben, was baut man hier zusammen, Maschinengewehr 08 oder eben auch, worauf man hier so zu achten hat. Dann hier vorne die Kotflügel, die Streben und so weiter, das muss ein ziemlich filigranes Teil sein. Ja, Frontscheinwerfer hier mit den gepanzerten Gehäusen sozusagen, das war auch eine Neuerung von dem Modell 1917. Ja, die Einstiegstüren sehr groß, auch schön detailliert auf der Innenseite anscheinend. Und wie gesagt, hier kann man alle möglichen
Sichtluken und so weiter offen darstellen, beziehungsweise auch geschlossen. Dann geht es an die Bereifung. Hinten hatte der eine Doppelbereifung, auch ganz interessant hier mit dem gepanzerten Radlauf. Der Turm besteht aus mehreren Platten. Sehe ich bei solchen Fahrzeugen auch nicht so problematisch. Die bestanden ja wirklich aus mehreren Platten, die eben vernietet waren. Ja, sollten da sich irgendwelche kleineren Lücken ergeben, ja, ich denke, die echten Fahrzeuge waren da auch nicht ganz perfekt in jeder Hinsicht. Ja, dann hier noch so diverse Anbauteile, Wagenheber, und das ist hier der Tank, glaube ich. Besteht hier aus 2 Hälften. Das ist nicht ganz optimal. Ich glaube auch, dass Copper State Models für diesen Bausatz auch diverse Zubehörsätze anbietet. Unter anderem eben auch dieses Teil, was dann eben 3D gedruckt ist. Hier dann die Halterungen für die Antennen, diese beiden Röhren. Die frühen Varianten dieses Fahrzeugs hatten tatsächlich auch ein Funkgerät an Bord, das haben sie aber später wieder rausgeschmissen. Deswegen, da muss man auch drauf achten, je nach Variante, die man darstellen möchte, sind die eben vorhanden oder eben nicht. Und das gleiche gilt auch hier für diese ganzen Staukästen und so weiter. Die waren je nach Fahrzeug ein bisschen unterschiedlich. Also da sucht man sich am besten ein Vorbild raus, bevor man eben mit dem Bau loslegt, und ja, hält sich dann eben hier dran. Ja, und damit wäre der Zusammenbau auch schon erledigt und wir kommen zur Bemalungsanleitung. Copper State schlägt uns hier insgesamt 14 Optionen vor. Also das ist schon eine gehörige Auswahl. Wie man ja vorhin schon sehen konnte, der Abziehbilderbogen ist nicht sonderlich groß. Das hat damit zu tun, dass die meisten Fahrzeuge nur sehr wenige Markierungen hatten. So, das erste Fahrzeug ist ein russisches Beutefahrzeug, Mai 1918. Das zweite Fahrzeug war bei den deutschen Besatzungstruppen in der Ukraine. Dann haben wir hier das Fahrzeug Raufbold, auch in der Ukraine stationiert, Sommer 1918, später von den Polen erbeutet. Hier dann ein polnisches Beutefahrzeug, genauso wie hier, eingesetzt während des 3. Schlesischen Aufstandes 1921. Hier dann wieder ein Fahrzeug, Ukraine, Sommer 1918. Hier ein Fahrzeug vom Lüttwitz-Korps, Berlin 1919. Das ist das Fahrzeug, wo ich ja vorhin schon erwähnt habe, was ein bisschen fotografiert wurde während des Spartakusaufstandes. Hier dann ein Fahrzeug Rostov am Don, Russland, August 1918, also auch ein Fahrzeug der Besatzungstruppen. Hier ein Fahrzeug, das tatsächlich an der Italienfront eingesetzt war, 1917. Hier noch ein Fahrzeug von dem Freikorps, Berlin 1919. Das war ein Fahrzeug an der Westfront, Flandern, Frühjahr 1918. Hier ein Fahrzeug Ostfront, Peipussee, das ist glaube ich im Norden, Frühjahr 1918. Elsass, November 1918. Und hier ein Fahrzeug Baden, Mai 1920. Ja, und das wäre es auch schon. Also, schöne Bauanleitung. Die werde ich mir auch aufheben, sobald das Modell gebaut ist. Genauso wie ich es auch beim Romfell gemacht habe. Weil ich finde, die Aufmachung ist einfach so schön. Die Bauanleitung, die kann man auf jeden Fall behalten. Und so, das sieht alles sehr übersichtlich aus, gut erklärt, viele Zusatzhinweise, also ich denke, damit kann man sehr gut arbeiten. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier der Spritzling A, da haben wir einige große Teile, zum Beispiel hier die Seitenteile des gepanzerten Aufbaus und auch den Boden, beziehungsweise eigentlich sogar das Chassis des Fahrzeugs. Ja, finde ich schon mal ganz gut, dass hier der gepanzerte Aufbau
nicht zu kompliziert ist, dass sie das in möglichst wenig Teilen gefertigt haben. Das wäre nämlich schon ein bisschen unangenehm, wenn man hier alle möglichen Platten da irgendwie zusammenfügen müsste. Also das ist auf jeden Fall eine gute Lösung und detailmäßig natürlich auch super. Also hier die Nietköpfe, Blechstöße, Scharniere. Also das sieht super aus. Innen, ja, Auswerfer natürlich und auch sonst keine Details. Man sieht jetzt auch vom Innenraum nicht sonderlich viel, von dem her ist es okay und irgendwo müssen die Auswerfer ja hin. Man hat halt hier diese große Einstiegstür. Da könnte man jetzt, wenn man das offen baut, vielleicht hier gegenüber ein paar Auswerfer sehen oder auch jetzt hier am Boden. Aber das ist ja relativ leicht zu versäubern. Hier sind keine Details vorhanden, ist alles glatt, kann man also entsprechend verschleifen und dann müsste das eigentlich passen. Ja, Motor ist jetzt hier nur unten angedeutet. Wie gesagt, liegt keiner bei. Bei anderen Fahrzeugbausätzen von Copper State Models war das der Fall. Ist ein bisschen schade. Ich finde, ein Motor ist kein Muss, aber ja, schöner wäre es schon und der Bausatz bewegt sich auch, finde ich zumindest, in einer Preisklasse, wo das eigentlich schon drin sein müsste. Ja, hier kommen dann die ganzen Teile vom Fahrzeugrahmen dran, deswegen ist jetzt hier detailmäßig nicht sonderlich viel zu sehen. Das wird eben alles mit Anbauteilen geregelt. Ja, ansonsten alles schärfstens detailliert. Gut, ist ja auch ein brandneuer Bausatz. Keine Sinkstellen, keine Fischhäute. Was haben wir hier noch? Der Kühler, auch mit einer schönen Textur versehen. Nee, also das macht einen sehr guten Eindruck, alles in allem. Also innen haben wir große, dicke Auswerfer, aber außen super. Also da gibt es nichts zu bemängeln. Hier dann der Spritzling B. Hier haben wir so ein wildes Durcheinander an Bauteilen. Aufbau, Rahmen, Innenteile, Turmteile. Also da ist irgendwie alles dran. Querbeet. Ja, auch hier haben wir wieder schöne Nietköpfe. Also sieht gut aus, auch hier keine Sinkstellen oder irgendwas. Also das passt schon. Das ist, glaube ich, das Dach vom Turm. Ja, wie es aussieht, war da auch irgendwie eine Luke, die können wir aber anscheinend nicht geöffnet bauen. Der Rahmen, hier auch schon die Blattfedern dran teilweise. Das müsste die Heckplatte sein. Ja, und wie gesagt, hier diese Streben, die kann man eben entsprechend entfernen, wenn man da eben die Luken offen darstellen möchte. Ansonsten bleiben die dran, dann ist der Einbau von diesen ganzen Klappen ein bisschen einfacher. Das ist eigentlich eine gute Lösung. Ja, also auch hier kann ich eigentlich keine Mängel erkennen. Die Bauteile haben jetzt auch nicht so viele Verbindungspunkte, wo man irgendwie was versäubern muss. Es geht schon. Kotflügel noch recht dünn. Keine Auswerfer. Schön. Hier der Wagenheber. So ein bisschen mehr Blattfedern, Lenkrad. Ja, also es macht einen guten Eindruck. Hier auch an den Türen jetzt keine Auswerfer. Hier, das sind diese Streben für die Kotflügel. Ah ja, hier ist eine kleine Beschädigung. Ja, habe ich mir schon gedacht. Die Teile, die sahen im Bauplan schon super filigran aus. Und ja, als Plastikteil, da kommt das Ganze dann doch ein bisschen an seine Grenzen. Ja, muss man aufpassen.
kann man aber auf jeden Fall reparieren. Also sollte kein Problem sein. Aber man sieht schon, da hat Copper State Models das ganze Thema schon ziemlich ausgereizt. Aber ja, da kommt Kunststoff eben an seine Grenzen. Auch an Spritzling C findet sich ein wildes Allerlei an Teilen. Da stechen zuallererst hier diese Ringe ins Auge. Das waren am echten Fahrzeug so Metallringe mit, ja, ich nenne es jetzt mal Eisgreifern. Die waren außen auf die Vorderräder noch aufgesetzt, um eben die Traktion zu verbessern. Das ist gar nicht so komfortabel zum Auslösen hier. Geht aber. Ich glaube, Copper State Models bietet diese Teile auch als separates Zurüstteil an. Da ist es dann eben 3D gedruckt. Ja, dann hier dieser Behälter. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es der Tank oder ein Zusatztank oder keine Ahnung. Haben wir ja in der Bauanleitung schon gesehen. Besteht aus 2 Hälften. Auch das gibt es als Zurüstteil 3D gedruckt. Ist es nicht so elegant, aber man kommt damit klar auf jeden Fall. Ja, dann hier noch diverse filigrane Teile, hier so Gestänge. Ich glaube, das sind hier diese Stangen, um die Panzerklappen des Kühlers zu bewegen. Haben wir hier einmal geöffnete Klappen und geschlossene Klappen und ich denke, das sind hier eben die Gestänge dazu, die da eben mit korrespondieren. Ja, hier das Getriebe, Motorhaube, ja, schön, also da gibt es nichts zu meckern und das sind hier diese gepanzerten Radläufe für die Hinterräder. Schön dünn auch, finde ich gut gemacht. Ja, also hier Makel sind da keine zu sehen, wie Sinkstellen, Fischhäute und so weiter. Also das ist hier, ja, State of the Art. Also keine Mängel zu sehen. Sehr schön. Der Spritzling D liegt doppelt bei und hier finden wir alle möglichen Teile, die wir eben ziemlich häufig brauchen. Zum Beispiel hier Maschinengewehre, Seeklappen, Griffe und so weiter und so fort. Da stechen zuallererst hier die Reifen ins Auge. Also die sind wirklich toll gemacht. Also das ist jetzt hier auch vom Formenbau her gar nicht so ohne. Also wirklich ultra scharfe Details und ja, nichts, was man hier drin irgendwie versäubern müsste oder so. Also toll, wirklich toll. Hier dann die Maschinengewehre, Typ MG 08. Ja gut, da sieht man später nicht so viel. Hier nur eben den Mantel fürs Kühlwasser und die Mündung. Ist okay. Habe ich zwar schon schöner gesehen, aber ich denke, damit lässt sich umgehen. Turmteile, wie gesagt, besteht aus mehreren Platten. Und hier dann alle möglichen Seeklappen hier. Auch die sehr fein gefertigt. Wir müssen da aus dem wirklich sehr feinen Schlitz kein Material rauskratzen oder so. Also das ist wirklich äußerst scharf gefertigt. Auch hier die Griffe und so weiter. Äußerst filigran. Sehr filigran. Scheinwerfer, ja. Nee, das ist echt nicht von schlechten Eltern. Also, wie gesagt, da können sich andere Hersteller durchaus eine Scheibe von abschneiden. Also, vor allem jetzt hier die Reifen. Also, da kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Toll gemacht. Wirklich toll. Note 1. Für die Gläser der Frontscheinwerfer bekommen wir hier auch noch 2 Glassichtteile. Ja, da kann ich nicht viel dazu sagen. Sie sind rund, sie sind durchsichtig, passt. Hier dann der Abziehbilderbogen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass der relativ klein ist.
Da habe ich mich offensichtlich getäuscht. Bei 14 Markierungsvarianten kommt dann doch einiges zusammen, auch wenn das einzelne Fahrzeug nicht viele Markierungen hat. Ja, wie man sehen kann hier bei den Knochenköpfen hier, der Trägerfilm ist sehr klein, auch bei den Schriftzügen. Das ist immer vorteilhaft. Allein schon wegen dem Silbern. Ja, und sonst alles sauber gedruckt. Kein Versatz. Und das Ganze kommt von Kartograf, das ist nicht verkehrt. Guter Hersteller. Auch beim Erhardt Panzerwagen hat sich Copper State Models nicht lumpen lassen und hat wieder einen tollen Bausatz auf die Räder gestellt. Ich konnte keinerlei Mängel entdecken und dank der guten Bauanleitung, der durchdachten Konstruktion und einem guten Kompromiss aus Detailfülle und Teileanzahl durfte der Zusammenbau eigentlich kein Hexenwerk sein. Außerdem 14 Markierungsvarianten in einem Bausatz sieht man auch nicht alle Tage. Auffällig ist aber, dass offensichtlich bei den Innenraumdetails gespart wurde. Frühere Bausätze von Copper State Models hatten oft einen Motor mit dabei und zumindest ein paar Munitionskästen oder Sitze im Innenraum. Das sind alles Dinge, die hier eigentlich komplett fehlen. Gut, nicht jeder Modellbauer legt da Wert drauf, aber ich finde schon, dass ich das als Bausatzauspacker hier in meine Wertung irgendwie einfließen lassen muss. Man muss nämlich auch den Preis des Bausatzes sehen. Je nach Quelle kostet das Ding zwischen 50 und 60 Euro. Ich habe ja schon bei der Bausatzbesprechung des Romfeld-Panzerwagens den Preis von 42 Euro bemängelt. Daher muss ich den Preis hier umso mehr als Negativpunkt anrechnen. Für das Gebotene sind 50 Euro meiner Meinung nach definitiv zu viel. 30 oder 40 Euro, das wäre angemessen. Es liegen schließlich keine aufwendigen Innendetails bei, wie ein Motor oder auch irgendwelche Fotoads-Teile oder sonstige Extras. Es ist ja wirklich nur Kunststoff. Trotz allem, der Bausatz ist ziemlich gut gemacht und ob er euch das Geld wert ist, müsst ihr selber entscheiden. Gut, soviel zu diesem Bausatz. Ich hoffe, ihr fandet die Bausatzbesprechung interessant und aufschlussreich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.